aber viele interessiert. Was war denn dein erstes Auto? War es ein Pagani, ein Bugatti, ein Ford GT, ein Lambo? Also was war es denn? Pagani 105. So. Ich habe jetzt hier hier. 3 Orangensäfte schon getrunken. Ja, Können wir jetzt irgendwann mal das Filmen anfangen? Oder? Nee, ich mach's jetzt so wie Robert. Ich habe von ihm das gelernt. Also Ja? ich sehe es immer, er macht erst Urlaub ein bisschen. Okay. Er erholt sich sehr lange und dann filmt er kurz so 2-3 Minuten. So mache ich das jetzt auch. Ja, mehr muss man ja eh nicht machen, oder? Ja, nee. Aber ich würde jetzt vorschlagen, ich gebe dir jetzt das Handy Ja, und dann würde ich sagen, machen wir einen kleinen Rundgang, oder? das können wir machen. Ja? Ich kann es auch gerne mit Helm machen, ne? Ja? Willst du ihn aufsetzen? Nee. Boah, es ist heiß. Ah, ich habe Klimaanlage da drinnen, weißt du? ne? Das wäre Deswegen. meine Frage, Troy. Hast du da eine Klimaanlage? Stimmt, Leute. Nee, wir machen jetzt ganz kurz einen Wir machen Cut. etwas ganz weil anderes, wir oder? machen heute ein bisschen was anderes. Ganz kurz einen Cut, oder? Oder hier, ich gebe dir gleich so, ne? Und ich filme mal nicht zu dir jetzt. Ja, genau, du kannst die Autos filmen. Ich zeige euch mal was ganz Geiles hier. Das Zeug hier, nur allein dafür lohnt es sich hierher zu kommen. Das ist das Das ist beste kalter Zeug. Kaffee, das ist Eis. Das ist das beste Zeug. So, der Hübsche. So, Leute, ihr kennt es ja schon, ne? Wir sind nämlich wieder zurück in Dubai. Und das ist das allererste, was man macht, wenn man in Dubai ankommt. Ja, hierher kommen. Habe Genau. ich auch gemacht. Ich bin direkt nach der Passkontrolle hierher gekommen. Zu First Motors zu gehen. Und Leute, der Guido ist nämlich auf die Idee gekommen, ihr konntet mir auf Instagram ein paar Fragen stellen. Ja? Das heißt, wir machen hier so einen schönen Rundgang heute, weil ja, wir sind schon 2-3 Mal hier gewesen. Aber Leute, es hat sich hier schon wieder so viel getan. Und währenddessen machen wir auch so ein kleines Q&A. Ich bin jetzt richtig refreshed, weil wir haben jetzt nämlich die ganzen Orangensäfte getrunken. Ja, Guido, ich überlasse das heute einfach mal so ein bisschen dir. Ja? Mir sicher. Das endet nicht gut. Ja, das kann gut sein. Leute, warum es hier so leer übrigens jetzt gerade ist, liegt nämlich daran, uns wurde schon ein Auto rausgefahren, welches wir für die nächsten Tage fahren dürfen. Also da könnt ihr mal raten, welches Auto das hier sein könnte. Da wird auf jeden Fall dann als nächstes ein Video folgen. Aber wir machen jetzt erstmal hier einen schönen Rundgang. Denn Leute, hier hat sich schon wieder so viel getan. Ich bin das letzte Mal vor einem halben Jahr bei First Motors da gewesen. Also was hier schon wieder rumsteht. Angefangen natürlich hier mit dem Bugatti Line-Up. Allein schon wieder hier dieses Heck. Daneben steht einfach ein Bugatti Divo. Ist ein schönes Auto, finde ich aber ein unnötiges Auto, weil es einfach viel zu teuer ist, viel zu übertrieben teuer ist. Da finde ich hier so einen Pure Sport finde ich viel sexier. Ja, schon viel geiler, viel günstiger. Direkt mitnehmen. Ja, was heißt viel günstiger? Es ist einfach immer noch völlig übertrieben, ja, weil da finde ich zum Beispiel so einen Ford GT. Finde ich da einfach, muss ich einfach sagen, würde ich immer hier so einen Ford GT nehmen, vor allem auch sehr geil hier. Ja, mit der Carbonfelge, Mit ne? den Carbonfelgen ist das halt natürlich schon fett. Und wenn du dann im Hintergrund schaust, steht da einfach ein Veneno Roadster, daneben nochmal ein Sian und da wird dir einfach schon wieder hier klar, wenn du bei First Motors bist, das ist einfach nur verrückt. Sowas gibt es einfach nirgendwo anders. Jetzt ist natürlich die Frage, sollen wir jetzt hier gleich zu den extremen Line-Up gehen oder sollen wir erstmal hier so einen schönen Rundgang Nee, wir machen? fangen hier an, würde ich sagen. Okay. Aber vorher würde ich dich gerne noch was fragen. Ja. Also ich bin ja jetzt hierher gekommen, du warst ja schon drinne. Und ich hatte halt Angst, hier reinzukommen. Ja. Darf man ganz normal hierher kommen mit der Familie, wenn man jetzt hier im Urlaub ist, so zum Schauen, nichts anfassen? Naja, also du siehst ja jetzt so daneben, laufen Kinder rum. Und das ist eben das Schöne, warum ich mich hier bei First Motors so wohlfühle, weil einfach jeder willkommen ist. Ja? Also es ist nicht so, du kommst hier rein und du darfst nur hier rein, wenn du jetzt ein Auto kaufst. Ich habe bisher noch nie ein Auto hier bei First Motors gekauft. Und ich bin einfach extrem gerne hier. Und genauso sind auch wirklich hier die ganzen Leute willkommen. Das finde ich wirklich extrem schön, weil da gibt es einige andere Showrooms in Dubai, die bei Weitem nicht dieses Line-Up haben. Also wirklich bei Weitem nicht. Aber du dich einfach nicht willkommen fühlst. Das ist schön, das ist gut. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen nach hinten. Also den Ford GT haben wir ja Sehr schon schöne gerade Bilder. gezeigt. Und weil der einer nicht reicht da, haben wir hier noch einen zweiten, ne? Und dann blickst du da so durch und siehst einfach einen SLS Black Series, auch in einem richtig geilen Spec. Und wenn wir über Specs schon wieder reden, Leute, ja, das ist eben dieser große Unterschied, dass du hier natürlich hier SF90 und alles hast, ja, aber diese Specs, das ist eben hier dieser Riesenunterschied. Du hast hier S-Klasse Cabrio als Maybach-Version, hier Rolls-Royce, wobei das ist schon wieder krass, weil das ist hier ein kompletter Novitec-Umbau, allein schon hier mit dem Innenraum wieder etwas breiter auch gemacht, oder? Ja, genau, gerade Schon, ne? die Heckpartie sieht man ja. Ja, ja. Das ist Aber schon wild. Das können die Jungs schon gut machen. Schon fett, weil da siehst du dann im Vergleich den normalen.
Und hier geht's weiter. 765 LT, komplett blacked out mit dem Roof Scoop drauf. Dann hier nochmal 765 LT Spider. Auch in einer geilen Spec. Ja, eben, das meine ich halt. Warst du schon mal hier? Nee, noch nie. Noch nie? Ich bin halt immer vorbeigefahren und jetzt die Frage hast du beantwortet. Ich werde jetzt ab jetzt auch immer hierher kommen. Ja, genau. Ja, aber nur wegen dem Orangensaft und wegen dem Kaffee. Genau. Ja. Fehlt nur noch Mittagessen. So, hier haben wir einen Huracan STO. Ja. Ist- Ich fahre ja ein Performante, ne? Jetzt so, du bist ja alles gefahren, du kannst ja wirklich auch gut Auto fahren. Findest du STO geil oder Performante oder was sagst du allgemein zum STO? Wir haben auch eine Frage gehabt, eine sehr nette Frage. Über Aber erstmal STO? blenden wir die Legende ein. Mashallah, Bruder. Und dann haben wir natürlich eine Frage, wie du den STO findest. Also ich meine an sich, er sieht schon gut aus, ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Preis-Leistung viel zu teuer, das Auto. Sehe ich auch so. Im Vergleich, du musst das Auto mit einem GT Black Series vergleichen. Preis, Leistung. Und da muss man ganz ehrlich sagen, ist der GT Black Series, finde ich, für mich persönlich das viel geilere Auto, das deutlich schnellere Auto. Das Einzige, was du hier natürlich hast, du hast ein sehr aggressives Auftreten, was du beim Black Series auch hast. Aber du hast halt hier den schönen 10-Zylinder-Saugermotor, Genau. welchen wir aber auch beim Performante haben. Und da finde ich den Performante das viel, viel cleanere Fahrzeug als den STO. Und ich bin das Auto, durfte ich ja schon ein paar Mal fahren, auch auf der Rennstrecke. Und das ist halt schon ein bisschen bitter, weil ich bin 3 Runden damit gefahren und dann war die Bremse weich. Und das, Ja. das ist ein klassisches Problem und das darf eigentlich nicht sein, weil das ist ja wirklich hier auf Rennstrecke abgestimmt. Und wenn du aber dann eben den Super Trofeo nimmst, das ist für mich halt das geilste Auto auf der Rennstrecke, weil das macht so viel Laune, das macht so viel Spaß. Aber nee, also um die Frage nochmal zu beantworten, ich bin leider kein STO-Fan, für mich definitiv Performante. Ich auch nicht. Was ich nur geil finde, ist die Dachritze. Dafür wird es aber hier umso geiler. Murcielago SV. Und das Geile ist nämlich, ich weiß jetzt nicht ganz genau, aber der hat keinen Handschalter und der hat hinten, ne, wie du sehen kannst, keinen Heckspoiler drauf, ja, sondern das ist Ist das hier, Serie mit der mit nee, dem? eben nicht. Das heißt, das ist eine ganz spezielle, limitierte Auflage hier bei dem Modell. Ich kann es dir aber nicht sagen, wie viel Stück es davon gibt. Hier auch interessantes Fahrzeug, finde ich aber ein bisschen schade, was Maserati daraus gemacht hat. So ein bisschen underrated, ne? Ja, an sich schon ein cooles Auto, aber ich meine, MC12 Nachfolger, ja, da hättest du Ja. so was Geiles rausballern können. Und dann, deswegen, man hört leider von der Marke nur noch ganz wenig. Ich bin ja selber mal Maserati gefahren. Echt? Welchen? Ja, Ghibli. Den was? Den Ghibli. Okay. SQ4, komplett umgebaut von Novitec. Ah, geil. Und Mega wie fandst Auto du's? gewesen. Gut, oder? Ja, schon geil gewesen. 992 GT3, GT2 S Club Sport, auch ein geiles Teil. Ja. Wobei ich dann schon wieder hier in die Richtung tendieren würde. 488 GT3. Ja, ein bisschen mehr Ambition, das, ne? Einfach vom Auftreten her ist das schon. Und das ist noch mal mehr Rennstrecke, definitiv, als hier GT2 S Club Sport. Und hier geht es dann schon wieder, ja, typisch Dubai, ne? In G-Klasse-Fraktion über, also eher so Kaliber Robert. Ja, Ja, und die Rolls-Royce da hinten nicht zu ja vergessen. Rolls-Royce Cullinan, definitiv, vor allem auch geil, einfach 3 in Blaustück, komplett gleicher Spec. Und Was hier, sagst du zu dem? wie bitte? Was sagst du zu dem? Ja, ich meine, er ist ja jetzt in die Sammlung gekommen. Und wie der Robert ja gesagt hat, das ist das perfekte Wertstoffhofauto für ihn. Ja? Dementsprechend haben wir ja gesagt, wir legen hier das Auto für den Robert zu. Jetzt haben wir hier halt einen kompletten Brabus-Umbau. Und man muss schon sagen, also G63 AMG 4x4 hoch 2, was da Mercedes für Arbeit gemacht hat, das ist halt noch richtig Mercedes, noch richtig AMG gewesen. Ne? Und dann hast du hier halt noch jetzt einen kompletten Brabus-Umbau, wobei ich jetzt nicht so ein Fan vom Innenraum bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, Aber das sieht man Robert schon in so einem Auto, ne? ich auch. Also ich hab gerade die Augen so halb auf, halb zu und ich sehe Robert gefühlt da drin. Ja. Ich habe auch irgendwie Angst, dass er aus dem Kofferraum holt. Oh, hier wird es jetzt interessant. Das ist halt natürlich schon, da ist der Hype jetzt richtig losgegangen über das letzte Jahr. Da kennst du dich ja ein bisschen aus damit. Ich weiß nicht, was Preis, Ja. die haben ja eigentlich nicht so viel Geld damals gekostet. Nee, die sind jetzt gerade seit letztem Jahr immens gestiegen. Vergleich jetzt, vor ein paar Jahren hast du die gute, so in Deutschland jetzt, für 40.000, 50.000 Euro bekommen. Jetzt musst du schon über 200.000, 300.000 Euro hinlegen, um da saubere gute zu bekommen. Das ist halt wirklich verrückt. Und man darf ja nicht vergessen, ab nächsten Jahr öffnet der Markt in Amerika. Genau. Bedeutet, die Autos dürfen in Amerika fahren.
Und das heißt, das bedeutet, das wird wahrscheinlich mit Nochmal großer eine Steigerung. Wahrscheinlichkeit werden hier die Autos noch mal teurer werden. Also jetzt kommen wir zur nächsten Frage. Ist zwar jetzt kein Supra, aber wir wandeln das mal ein bisschen um in JDM. Hättest du Lust auf sowas in deiner Kollektion? Ich sag also ganz ehrlich, ja, definitiv. Viele Leute haben ja schon danach gefragt. Und ich feiere hier vor allem den R34, ich feiere aber auch den R35 extrem. Nur das Problem ist, die Autos, die du im Netz findest, die zu Verkauf stehen, Ja, haben sind- einfach viel zu viel Kilometer drauf, Ja. auch beim R35. Und vor allem der Preis ist halt einfach, wo du sagst, 300.000 € für so ein Auto, das ist halt schon, boah, das ist halt schon Ja. echt heftig. Wenn du weißt, wie viel so ein Fahrzeug vor ein paar Jahren gekostet hat. Also man Ja, muss dann mal tut das schauen. schon weh. Ich muss mal hier mit dem Ali reden, ja, mit dem Ja. Besitzer von First Motors, denn wir sind vorhin schon kurz unten gewesen, Leute, in der Garage. Also Ali, bitte. Wir und brauchen das. da stehen halt einfach mal 15, 20 von diesen R34 rum. Genau, wir waren ja eben unten in den Hallen und da waren ja 15, 20 Stück noch, oder? Ja, genau. Hier auch nochmal komplett in schwarz und auch sogar getunte. Also das schon geil. Jetzt schau mal, das musst du dir schon wieder reinziehen. Jetzt hast du hier einfach ein komplettes Line-Up. 4 Stück an 812 GTS. Und einmal bitte ganz kurz schön aufpassen, wir gehen mal hier durch. Das ist schon wieder, Leute, das, was ich meinte. Bei First Motors, sonst hast du halt einfach so dieses typische Rot, ja. Aber hier die Specs. Einmal in Blau und diese Farbe habe ich noch nie gesehen. Ich weiß nicht mal, was das für eine Farbe ist. Ich habe keine Ahnung, es ist so ein bisschen Creme. Wie sagt man denn da? So ein bisschen so. Es ist kein Rot, es ist kein Braun, aber irgendwie ist es geil. Ja, finde ich auch. Also die Leute können ja mal reinschreiben, was für eine Farbe das So, ist. hier, schau mal. So British Racing Green und dann hast du nochmal einen roten. Brauner Innenraum. Es ist halt von den Specs her einfach ultimativ. Dann hast du hier schön 488 Pista, Ja, 430 auch nicht 458. zu vergessen, auch geil. Ja, genau. 458 Speziale, Aperta, SF90. Und dann gehst du hier wieder geradeaus durch. Ja? Du gehst hier geradeaus durch und läufst einfach auf den Enzo zu. Schön in Gelb. Und jetzt, Leute, jetzt wird es nämlich immer ernster in die Richtung, wo wir gehen. P1 GTR, das Fahrzeug durften wir auch schon mal fahren. War die schlimmste Erfahrung, die ich jemals hatte. Das Ding hier auf der Straße fahren, das macht echt keinen Spaß. Das macht echt keinen Spaß. Aber jetzt müssen wir hier das Lifting-System wieder hochmachen. Alter, wie es dich hier rumhaut. Also ich fühle mich hier fast, als würde ich in der Achterbahn sitzen. Schlimmste ein- positive Erfahrung. Auf der einen Seite positive Erfahrung, aber auf der anderen Seite wirklich negativ, weil da merkt man einfach, das Auto ist wirklich nur für die Rennstrecke gemacht. Das Fahrzeug war hier auf Straßenzulassung umgebaut und du willst dieses Auto nicht auf der Straße fahren. Vor allem nicht, wenn du auf der Palme dich befindest, ja, wo alle 100 Meter einfach so ein schöner Hügel Huckel ist, ne? kommt. Ja, wie gesagt, hier Ferrari Enzo, schön komplett in Gelb. Und das muss man übrigens jetzt auch mal ganz kurz zeigen, Leute. Denn wir sehen hier so, man würde sich jetzt denken, Bilder. Aber das ist alles handgezeichnet, ja. Das sind, wie sagt man da, Illustrationen? Ja, genau. Genau, wie viel Stunden Arbeit da drinnen steckt. Und die sind hier überall verteilt, diese Bilder, ja. Und ich weiß noch, als mir das der Ali damals gezeigt hat, vor einem guten Jahr, 1,5 Jahren. Und mittlerweile gibt es einen kompletten Shop, wo man sich eben genau solche Bilder machen lassen kann. Ich weiß nicht, ob du auch so ein Bild haben willst? Ja, ich könnte mir schon vorstellen, sowas zu haben. Ja? So über meiner Garage, so über meiner Kollegen. Aber da musst du erst ein Auto hier kaufen. Genau. Also man bekommt es, wenn man ein Auto kauft, oder? Man kriegt es umsonst, wenn man ein Auto kauft. Ja? Ja, dann machen wir das so. Guck mal, ich helfe ja hier jetzt aus. Robert hat ja die G-Klasse bekommen. Ja. Und ich nehme einfach so eine R34 mit. Ich meine, das ist doch fair. Und dann wird es auch noch schön gezeichnet, weißt Ja, du? also. Ich meine, klar, das ist so ein, muss man schon ganz ehrlich sagen, ist ein geiles Goodie, was man mit dazu bekommt. Aber nein, Leute, es gibt mittlerweile einen Shop bei First Motors und da kann man sich das dementsprechend selber auch bestellen. Beziehungsweise hin und wieder gibt es immer mal wieder Giveaways. Also es könnte sein, schaut auf dem Instagram-Channel vorbei, da wird voraussichtlich ein Giveaway kommen. Und weltweiter Versand, ne? Genau, weltweiter Versand. Das heißt, da könnt ihr so ein Bild gewinnen. Dann haben wir hier F12 TDF in Gelb, 599 GTO, nochmal einen 599 GTO. Schaust du hier durch, GT Black Series. Ja, in Wahnsinn. Matt, grau und dann drehst du dich schon wieder um und dann zieh dir das rein. Der Koenigsegg ist ja auch so ein sehr interessantes Thema. Hast du ja aktuell nicht. Und natürlich haben sehr viele gefragt,
hättest du gern mal einen Koenigsegg in der Kollektion oder ist etwas geplant? War da eine Frage dabei, oder wie? Ja, Ja. es würde halt zu euch passen, ne? Also Ich es weiß. würde zu dir passen. Also, ich bin leider noch nie bei Koenigsegg gewesen. Ich finde Koenigsegg eine extrem, extrem geile Marke. Vor allem, wie die sich in den letzten Jahren entwickelt haben. Weil, sagen wir es mal so, vor 10 Jahren hätte ich mir noch kein Koenigsegg-Modell bei uns in der Sammlung vorstellen können. Aber mittlerweile, vor allem was das Thema Jesko angeht, ist das für mich schon mittlerweile eine richtig geile Marke geworden. Es soll auch hier sehr, sehr bald ein Jesko kommen, hat mir der Okay. Ali schon gesagt. Und auch jetzt hier Regera komplett Ja, das Purple. Carbon ist halt Wahnsinn, ne? Das ist halt krass. Also Spec hier komplett Purple Carbon. Ja, in Verbindung mit diesen goldenen Akzenten sieht das halt schon richtig fett aus. Und deswegen muss man mal schauen. Also es ist halt schon wirklich faszinierend. Ich glaube, es gibt kaum einen Hersteller, der so eine geile Arbeit leistet wie Koenigsegg, weil die halt einfach so viel selbst herstellen. Ja? Im Haus alles selbst herstellen und nichts irgendwie großartig von Zuliefern zukaufen. Also ja, müssen wir mal mit der Zeit schauen, ob da was kommen wird. Hier, So, jetzt kommen wir in die... jetzt wird's richtig ernst, Leute. Also Was soll man dazu noch sagen? das ist halt schon heftig. Ja. Wir haben hier einmal einen gelben LaFerrari, dann haben wir hier einen roten LaFerrari. Und was ich aber eigentlich viel krasser finde, ist, dass halt hier ein roter 918 Spider steht und dann stehen einfach nochmal 3 Stück da hinten. Und das ist halt wirklich ultimativ. Komplett alle Weißach-Package. Für mich meine Wahl wäre der Weiße mit dem Martini-Package. Ich würde den roten nehmen. Ehrlich? Ja. Ja, rot finde ich schon auch geil, aber irgendwie, ich weiß nicht, so weiß mit Martini, ich verbinde das mehr mit Porsche. Ja, das stimmt. Würde auch zu deinem GT3 passen. Das stimmt, ja, das stimmt auf jeden Fall. Und wenn wir schon wieder beim Thema Bugatti sind, nochmal hier ein Pure Sport, wobei meine Wahl eher der schwarze wäre. Ja, schwarz mit dem blauen Innenraum taugt mir auch, muss ich sagen. Es ist auch sehr, sehr geil. Aber ich weiß nicht, also mit Bugatti, es ist wirklich so ein geiles Auto zum Anschauen. Aber wie gesagt, Preis-Leistung finde ich einfach, stimmt einfach nicht bei dem Auto. Da kann man sagen, was man will. Das ist dasselbe Thema wie bei dem Auto. Es ist letzten Endes ein Aventador-Chassis. Und das ist jetzt ein Cian Roadster. Sieht geil aus, aber wenn man halt wieder überlegt, was das kostet, das ist Und halt... wie alt es auch ist, ne? Eigentlich die Grundbasis. Genau. Da feiere ich hier das natürlich viel mehr. Vor allem, wenn Ja, und die einfach stehen mal, halt auch einfach ein paar rum, ne? einfach mal entspannt 3 Stück davon rumstehen. Das ist, Also für alle Kenner, jeder weiß ja, was es ist. Also das ist schon Wahnsinn. Ja, das ist... Wie gesagt, das wird dir erst immer wieder bewusst, wenn du dann hier reinkommst, was hier für Autos rumstehen. Und dann, gerade von LaFerrari gesprochen, haben wir jetzt hier LaFerrari Aperta, ja, in Gelb. Hier Pagani Huayra, komplett auch Carbon. Innen drinnen roter Innenraum, ja, also auch heftiger Spec. So, zu Und- Pagani hatten wir auch eine Frage. Was hältst du vom Pagani? Oder welcher ist dein Favorit? Boah, also definitiv kann ich ganz einfach beantworten, mein Favorit Pagani Zonda Cinque. Okay. Kennst du den noch? Nee. Davon gab es Das nur 5 Stück als Coupé, 5 Stück als Roadster, ultimativ. In weiß, mit den schwarzen, roten Akzenten, mit dem Carboner, können wir mal ein Bild einblenden. Ja, Sollte Robert hinbekommen. genau, Robert, bitte. Bist du schon mal eingefahren? Ja, ich durfte schon ein paar Modelle fahren und als letztes war es der BC Roadster. Und das ist schon ein Riesenunterschied. Ich bin einmal BC Coupé gefahren und dann den Roadster. Da haben die ja komplett alles überarbeitet. Weil davor ist es nämlich so gewesen, beim BC hat Pagani die Motoren von AMG abgekauft. Genau, die 12-Zylinder, So, ne? und beim Roadster ist es nämlich dann schon anders geworden. Da hat AMG für Pagani die Motoren entwickelt. Ah, geil. Und das hast du halt extrem gemerkt, wie viel schneller das Fahrzeug ist, wie viel besser das Fahrzeug anspricht. Und das ist halt schon wirklich faszinierend. Und ja, also deswegen generell Huayra, mega Auto, Utopia bin ich mal wirklich gespannt, wenn wir den mit der Zeit mal fahren dürfen. Und hier nochmal auch LaFerrari. LaFerrari Aperta. Wie gesagt, ich glaube, den gelben bin mir nicht mehr ganz sicher, aber wir sind auf jeden Fall den gelben LaFerrari Aperta hier in Dubai schon mal gefahren. Geradeaus ultraschnell, Emotionen pur, Kurven allerdings im Vergleich zu dem Auto, was wir gerade nämlich da hinten vergessen haben, nämlich McLaren P1, komplett Oh im ja, Race-Modus. vergisst man glatt zwischen den ganzen Autos. Ja, das ist verrückt. Ist natürlich der P1 viel besser, viel stabiler, auch der 918 Spider viel stabiler als hier der LaFerrari Aperta. Ja, man muss ja auch sagen, irgendwie gefühlt, also hier stehen die Autos ja nicht nur rum, man sieht es ja, also verkauft
Viele Autos, verkauft. ja. Also echt viele Autos hier auch verkauft. Das ist Wahnsinn. Das ist schon wirklich verrückt. Und eigentlich, ich glaube, jetzt haben wir hier soweit alles durch. Wir haben hier nochmal einen Wyra Roadster, auch sehr geil vom Spec her. Blau, schön natürlich in Carbon mit den ganzen Akzenten noch zusätzlich dazu. Auch sehr clean und schön gehalten. Ne? Und ja, Leute, einfach wieder ein Genuss, hier bei First Motors zu sein. Seid auf jeden Fall gespannt, weil als nächstes, wie gesagt, das Auto wurde schon rausgefahren. Kommentiert mal gerne drunter, was meint ihr hier von den ganzen Autos, welches Auto wir hier für die nächsten Tage bekommen haben, welches wir für die nächsten Tage fahren werden. So als kleines Ding, das Auto funktioniert extrem gut auf der Rennstrecke und ich habe es auch schon das ein oder andere Mal gesagt, es ist einer meiner Favoriten. Also R34, also du sprichst nur die ganze Zeit gefühlt über einen R34. Ich habe mal noch eine Frage, wenn du schon in die Richtung gehst. Ja. Wir haben ja hier jetzt alles nur teure Autos, schöne Autos, sehr leistungsstarke Autos. Aber viele interessiert es wahrscheinlich auch. Mich hat es auch immer interessiert und wir hatten auch eine schöne Frage. Was war denn dein erstes Auto? War es ein Pagani, ein Bugatti, ein Ford GT, ein Lambo? Also was war es denn? Es ist immer wieder, was ich zu den Leuten sage. Viele denken immer, jetzt bin ich 17, jetzt bin ich 18 geworden, jetzt hole ich mir gleich einen M3 und so weiter. Nein, mach das nicht. Du musst deine Erfahrungen sammeln und mein allererstes Auto ist ein BMW 120i gewesen. Ja, geil. So, das ist Auto geil. bin ich ungefähr, wie lange bin ich das gefahren? So knappe 2 Jahre. Und danach, das weiß ich noch, auf einen 335er gewechselt. Damals noch der schöne E90. Ja, geil. Richtig geiles Teil. Und Mit dem dann Sechszylinder schön, danach wurde es der 1er MQB. Echt? Ja. Ah, coole Steigerung. Was aber. mittlerweile über 100.000 Kilometer drauf hat. Also das Auto wird immer noch richtig stolz bewegt. Bist du, glaube ich, jetzt vor Dubai auch gefahren, ne? Ja, genau. Richtig. Geil. Genau. Ja, Also. ich weiß nicht, waren noch irgendwelche Fragen dabei? Ich schau mal sofort. Dann- Aber eigentlich haben wir jetzt beantworten alles eine durch. Frage noch und dann würde ich sagen, machen wir Schluss. Die Frage machen wir jetzt mal so, verallgemeinern wir mal. Was ist das Schnellste, was du je gefahren bist? Also was war so die schnellste, das von der Höchstgeschwindigkeit und von allgemein, was so das Schnellste ist? Das waren um die 380 damals mit dem McLaren P1. 380 Ja, mit eurem P1? ja. Wahnsinn. Das zweitschnellste war mit dem GT2 RS um die 370. Okay. Aber krass. ich sage immer wieder, Leute, man kann solche Geschwindigkeiten fahren, aber wirklich nur, wenn komplett frei ist. Oder wenn sich natürlich noch besser die Möglichkeit ergibt, auf der Rennstrecke. Und was ich auch dazu sagen muss, ist, dass ich mittlerweile solche Geschwindigkeiten eigentlich gar nicht mehr fahre, weil mittlerweile viel zu viel Verkehr auf den Straßen ist, selbst sogar mittlerweile nachts. Und dementsprechend, man kann wirklich Und solche Baustelle. Geschwindigkeiten nur fahren, wenn komplett freie Fahrt ist und auch wirklich nirgendwo ein Auto ist, weil das Wichtigste ist immer, und das ist das, was ich immer und immer wieder sage, Safety first. An dich selbst und genauso wie auch an alle anderen Mitmenschen. Finde ich gut. So, aber dann würde ich sagen, dann machen wir Schluss jetzt mit dem Video hier. Genau, gerade Also mit auf jeden dem Fall Appell noch an mal alle, das Safety First. einfach wieder schön bei First Motors hier zu sein, hier wieder in Dubai zu sein. Und dann, Leute, sind wir raus. Seid gespannt auf das nächste Video. Und dann, Guido, noch irgendwelche letzten Worte? Wir werden jetzt auf jeden Fall, du bleibst mit Helm den ganzen Tag, ich werde mir eine schöne Bräune zuholen und du wirst... Ja, ich muss mir noch so 2 so Ventilatoren muss ich mir noch einbauen. Auf jeden Fall sehr guter Robert-Ersatz. Das muss man dir Echt? auf jeden Fall schon mal lassen, ja? Also Filmskills sind da. Also, peace out, Leute. Ciao. So, er ist jetzt weg. Aber was er vergessen hat, hier kommt einfach noch ein GT Black Series. Schauen wir mal hier rüber. 918 Spider ohne Ende, P1 und einfach ein Formel 1 Auto. Das ist Wahnsinn. Und die Bilder passen auch dazu. Also, ciao.